Arch Linux ist ja eine der kontrovers diskutierten Linux-Distributionen. Die einen lieben es, wie man es konfigurieren kann, individualisieren kann, dass man am Ende nur auf ein System hat, was man wirklich haben will, also ein komplettes Leichtgewicht. Die andere Fraktion hingegen, die meidet es eher wie der Teufel das Weihwasser. Bloß die Finger weg von Arch Linux, heißt es da, und zeigt es ja keinem Anfänger. Ich habe da eine etwas andere Meinung dazu. Es ist, wie ich finde, ähnlich wie wenn man Eltern sagen würde, schenkt deinem Kind bloß keine Klemmbausteine, weil die müssen dann am Ende ihre Spielzeuge selber zusammenbauen. Das würde ja auch keiner sagen. Genauso würde ich jetzt einem Interessierten in Linux, der auch gerne bastelt, der einfach diese Neugier hat, wie ein System funktioniert, dem würde ich jetzt als Einstiegsdistribution Arch Linux nicht abraten, weil man eben auch verdammt viel bei dem Ganzen lernen kann. Und selbst wenn man schon mal Erfahrungen mit Linux gemacht hat, einfach mal eine Arch Linux Installation in einer virtuellen Maschine, die kann einem so viel weiterhelfen, dabei das ganze System hinter Linux zu verstehen. Wie dem auch sei, was jetzt auch die Motivation sein mag, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt in dem Video einfach mal an, wie wir Arch Linux mit Hilfe des integrierten Arch Installers installiert bekommen. Denn tatsächlich bietet ja Arch Linux seit geraumer Zeit eben die Möglichkeit, die Installation mit einem fertigen Installer mal eben schnell abzuschließen. Also man muss nicht mehr alle Module einzeln installieren, alles einzeln konfigurieren. Man kann sich zumindest am Anfang eine kleine Abkürzung nehmen und das Wichtigste schon mal installieren. Also jetzt gibt es heute hier quasi eine Minimalinstallation von Arch Linux ohne viel drumherum. Und das Schöne ist, hier nach Internetverbindung, weil das Installationsprogramm lädt immer alles frisch von den Servern runter. Je nach Internetverbindung ist das Ganze nach 5 bis 10 Minuten schon abgeschlossen. Das ist überhaupt keine große Kunst und ich würde sagen, da starten wir direkt rein. Ich habe hier einmal Arch Linux, die ISO, mir von der Webseite besorgt. Ich habe es einmal hier in der virtuellen Maschine geladen und das erste, womit wir begrüßt werden, ist eigentlich hier dieses Auswahlmenü. Wenn wir gar nichts anklicken bzw. auswählen, dann startet nach wenigen Sekunden direkt das Installationsmedium, die oberste Option, und das sieht dann in etwa so aus. So, und sobald der Bootvorgang abgeschlossen ist, werden wir auch hier begrüßt in Arch Linux. Gibt oben auch direkt den Hinweis, dass man den Installationsguide sich auf der Arch Linux Wiki-Webseite anschauen kann. Und wenn man jetzt keine Kabelverbindung hat, dass man mit IW-Control hier einfach die Verbindung herstellen könnte. Ich habe jetzt in dem Beispiel, da ich auf der virtuellen Maschine bin, beziehungsweise generell, man könnte das vergleichen wie eine LAN-Verbindung. Also ich habe hier quasi Internet auf dem System. Ich würde sagen, wir räumen hier einmal kurz die Konsole auf. So, als erstes sollten wir sicherstellen, dass wir auch die richtige Tastatur verwenden. Denn standardmäßig wird das das englische Layout geladen, sprich wenn wir schreiben wollen, ist X und Y vertauscht, unsere Umlaute fehlen. Um das einmal kurz zu beheben, gibt es das Kommando Load Keys. Ja, wichtig, YZ sind vertauscht, dann DE, Bindestrich. Der Bindestrich findet sich auf der englischen Tastatur oben da, wo auf der deutschen das Ist-Gleichzeichen ist. Ja. Latin 1. Und dann hätten wir schon mal die deutsche Tastatur, dann passt X und Y, wir haben unsere Umlaute. Damit kann man natürlich schon mal gut arbeiten. Und jetzt geht es auch schon ans Installieren. Wir starten nämlich Arch Install. Das lädt nämlich unseren Installer. Der ist im Grunde nicht viel komplexer als die grafischen, wie man sie aus CashOS, Manjaro oder EndeavourOS kennt. Es ist halt einfach nur in Textform. Ja? Das erste, was wir auswählen, ist hier zum Beispiel die Sprache. Nehmen wir einmal Deutsch. Dann haben wir das hier schon mal alles auf Deutsch. Der erste wichtige Punkt dann anschließend ist, unsere Tastatur festzulegen. Tastaturlayout können wir einfach hier auswählen, habe ich DE schon mal vorausgewählt. Jetzt wäre natürlich die lokale Sprache wichtig. Wenn wir unser System auf Deutsch betreiben wollen, gehen wir hoch, suchen uns DE UTF-8, beziehungsweise je nachdem, ob wir jetzt Schweiz oder aus Österreich kommen, dann natürlich die angepassten Versionen. Lokale Codierung können wir auf UTF-8 lassen. Da brauchen wir erstmal nichts machen. Spiegelserver.
Ja, da ist es natürlich wichtig, die Region zu wählen. Da kommen nämlich unsere Updates her und je näher die Region liegt, umso schneller sind natürlich später die Updates. Markieren können wir das mit der Leertaste, bestätigen das einmal und schon haben wir unsere Liste ausgewählt. Hier könnte man noch eigene Spiegelserver hinzufügen, machen wir jetzt nicht. Man könnte auch eigene Repositories hinzufügen, das heißt, nur mal ein Beispiel zu geben, man könnte, wenn man hier so ein Arch Linux nutzt, könnte man auch die Repos von CacheOS installieren oder einrichten. Und da könnte man auch einzelne Programme, wie sie in CacheOS Verwendung finden, hier auf dem eigenen Arch Linux System nutzen. Übrigens ist es auch so eine Möglichkeit, wenn CacheOS irgendwann mal aufhört und man hat seine CacheOS Installation, kann man in den Einstellungen einfach die Repos ersetzen, nämlich die von CacheOS raus und die von Arch Linux rein, einmal Systemupdate machen und schon ist aus dem CacheOS ein Arch Linux geworden. So, hier gäbe es noch die benutzerdefinierten Repos, lassen wir auch aus, gehen wir zurück und dann ist der Schritt auch schon abgeschlossen. Laufwerkskonfiguration. Das ist natürlich der Punkt, der von vielen gefürchtet wird. Ich sag's mal so, wer jetzt Linux auf seinem System installieren möchte, dem gebe ich wirklich den Rat mit, nehmt eine eigene SSD dafür, ja, und eine eigene Festplatte dafür, gar nicht erst groß damit rumspielen, hier ein Dual Boot auf einer einzigen Festplatte einzurichten, das endet nur im Chaos. Am besten, wie gesagt, einfach eine eigene Festplatte für nehmen, muss ja keine große sein, kann ja für den Anfang so eine kleine 128 GB SSD sein. Einfach mal, dass man es ausprobieren kann, ohne eben Risiko, dass man sein anderes bestehendes System irgendwie gefährdet oder löscht. Ja, und deswegen brauchen wir an der Stelle, denke ich, auch gar nicht weiter darauf eingehen, wie man das neben dem System einrichtet, sondern wir nehmen einfach das empfohlene Layout, markieren hier unsere einzige verfügbare Festplatte. Das ist natürlich jetzt in dem Fall, weil es eine virtuelle Maschine ist, hier unser virtuelles Laufwerk. So. Und dann wird auch schon gefragt, wie man das formatieren möchte. Das wird ja bei vielen anderen Installern abgenommen, beziehungsweise man wird gar nicht erst gefragt und wenn doch, ja, dann ist es die gleiche Auswahl wie hier. ButterFS und XD4, das sind so, denke ich mal, die zwei validen Optionen, die man hier treffen könnte. Ja, was ich da mitgeben kann, XD4 bietet einen Ticken mehr Performance und Stabilität. Man muss sich aber selber um seine Backups kümmern und im Fall der Fälle eben sein System vielleicht neu installieren. ButterFS hingegen bietet komfortabel die Möglichkeit, da nehmen wir natürlich die empfohlenen Aufteilungen und aktivieren die Komprimieren. ButterFS bietet nämlich die Möglichkeit, hier die Snapshots einzurichten und wenn mal irgendwas schief gehen sollte mit dem System, dann kann man einfach beim Booten auf einen vorherigen Stand zurückgreifen. Ist natürlich auch für Einsteiger sehr interessante Option. Deswegen denke ich, nehmen wir hier einfach ButterFS an der Stelle. LVM könnte man auch einrichten, wenn man zum Beispiel ein verschlüsseltes System hat und in der Größe später variieren möchte. Ach ja, übrigens, Festplattenverschlüsselung gäbe es hier auch die Möglichkeit, einmal festzulegen. Müssen wir jetzt nicht machen, beziehungsweise können wir einfach machen. Ja, der wird dann einfach abgefragt, der Typ. Das Passwort müssen wir setzen. Ja, denke ich, ist jetzt für den Einstieg nicht so relevant. Also wichtig, die empfohlene Partitionierung, wenn wir ButterFS nehmen, einfach bestätigen, die Snapshots hier noch einrichten. Das wär's. Swap-Partition kann man machen, wenn man, also denke ich mal, kann man daran festhalten, wie viel Arbeitsspeicher hat man. Ich habe jetzt zum Beispiel keine Swap-Partition. Ich benutze nämlich auch keinen Standby-Modus. Daher benutze ich die schlichtweg nicht. Wenn man aber vorhat, sein System jetzt auch mal in den Standby-Modus zu versetzen oder eben manchmal Gefahr läuft, dass der Arbeitsspeicher überläuft, dann ist so eine Swap-Partition natürlich sehr praktisch. So, was haben wir noch? Bootloader können wir eigentlich so belassen, wie es hier voreingestellt ist. Ja, gäbe noch die Möglichkeit, den auszutauschen, aber brauchen wir ja alles nicht machen. Das ist hier schon alles richtig vorgegeben. Kernel, ja, ganz normaler Linux-Kernel. Was uns Arch Linux bietet, werden noch die LTS-Variante, der Hornet und der Zen.
ist an der Stelle eigentlich wurscht. Können wir auch einfach überspringen, die Option. Auch hier den Hostnamen Arch Linux kann man hier lassen, kann man natürlich auch umbenennen, wenn man sein System im Netzwerk irgendwie anders benannt haben möchte. Also wir sehen ganz viele Punkte, die man hier einfach überspringen kann. Ne? Authentifizierung könnte man noch einrichten, ist natürlich sehr wichtig. Wir brauchen ein Root-Passwort. Nehmen wir das hier, ein sehr starkes ASDF. Was gibt es noch? Ein Benutzerkonto wäre natürlich praktisch anzulegen. Wir möchten natürlich als Nutzer uns hier einloggen können. Und der soll auch Sudo-Rechte haben, damit wir zum Beispiel von unserem System aus ein Systemupdate machen können oder tiefergehende Änderungen unternehmen können. Dann bestätigen wir das einmal, dann ist hier unser Nutzer angelegt. Ja, und dann können wir auch schon zurück. Und wir sehen auch immer hier gleich die Zusammenfassung, was hier der einzelne Schritt macht. Ne? Also Nutzer Kaito wird mit einem bestimmten Passwort angelegt. Das Passwort lautet garantiert nicht ASDF. Dann geht es auch schon weiter. Profil. Profil ist die spannende Auswahl hier. Wir können nämlich hier wählen zwischen einer minimalen Installation. Das wäre zum Beispiel interessant für diejenigen, die sich viele Einrichtungsschritte der manuellen Installation sparen möchten, aber dann dennoch extrem viel selber anpassen möchten. Zum Beispiel, wenn man seinen KDE Plasma als Desktop installieren möchte, aber die ganzen zusätzlichen KDE-Programme eben nicht haben möchte, dann nimmt man Minimal und wählt die Pakete selber aus. Oder man wählt Desktop und dann kriegt man hier so eine große Auswahl an Desktops, die schon fertig konfiguriert sind. Und wenn wir zum Beispiel hier auf KDE Plasma gehen, dann sehen wir, der installiert gleich das Plasma Meta-Paket. Da sind viele, viele andere Programme mit dabei. Wenn man die, wie gesagt, nicht haben will, dann nimmt man die Minimalinstallation und kümmert sich selbst drum. Aber hier in dem Beispiel nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach KDE Plasma. Ja, und wir sehen es auch hier bei jedem, da steht dabei, was eben mit installiert wird. Also ich will jetzt hier erstmal nur KDE Plasma. Ja, und hier sehen wir nochmal die... Oh, ich sehe gerade, das wurde mittlerweile angepasst. Ich nehme es zurück. Also ja, Meta-Paket wird installiert. Oder man will es minimaler. Dann werden tatsächlich nur die wichtigsten Sachen mit installiert. Und dann hat man nur den Desktop, ohne zum Beispiel sowas wie Discover. Okay, das haben sie cool gemacht. Das wusste ich noch nicht, dass das als Update eingekehrt ist in Arch Install. Ja, gut zu wissen. Ja, würde ich aber trotzdem sagen, nehmen wir das Meta-Paket. Ist einfach viel Interessantes dabei. Okay, dann wird uns jetzt einmal KDE Plasma installiert. Jetzt können wir Grafiktreiber wählen, also voreingestellt sind natürlich alle freien Treiber. Das bedeutet letztendlich, wir können AMD und Intel Grafikkarten beliebig auch wechseln. Jetzt gäbe es natürlich auch die Möglichkeit, hier Nvidia-Treiber mit zu installieren. Aber da wir hier in der virtuellen Maschine sind, würde ich einfach All Open Source hier nehmen. So, und der Anmeldebildschirm, wir kriegen es auch hier schon voreingestellt, Plasma Login Manager, könnte man natürlich noch ein bisschen auswechseln. Ja, je nachdem, was man dann nutzen möchte. Aber da ist in der Regel die Voreinstellung das Richtige mit. Genommen zum Beispiel kommt GDM, ja, ansonsten kann man eigentlich jeden davon nehmen. Das macht jetzt keinen großen Unterschied. So, Profile haben wir abgeschlossen. Anwendungen. Jetzt können wir natürlich weitere Anwendungen hinzufügen und wir sehen auch schon vorgegeben vom Arch Install Script ein paar wichtige Sachen. Zum Beispiel wollen wir Bluetooth-Treiber, ja, können wir und die nötigen Anwendungen. Was wollen wir für Audio nehmen? Da würde ich sagen, Pipewire auf jeden Fall. Druckerservice, ja, wer einen Drucker betreiben möchte. Wollen wir eine Firewall? Und wollen wir zusätzliche Schriftarten haben zum Beispiel. Also hier sind gleich ein paar mehrere zur Wahl. Könnte man theoretisch alle mit reinnehmen oder keine. Ja, kann man ja auch nachträglich sich für etwas entscheiden. So, Netzwerkkonfiguration würde ich sagen, in der Regel nehmen wir einfach den Network Manager. Und bei Pacman ist einfach nur, ob der
farblich sein soll, passt. Zusätzlich Pakete. Ja, was nehmen wir denn zusätzlich rein? Ich denke mal, auf jeden Fall brauchen wir einen schönen Browser. Ich würde sagen, also wir können ja mit Slash und dann können wir einfach, oder beziehungsweise können wir einfach Fire-Suche haben. Können wir hier unser Firefox auswählen. So, einmal. Leertaste. Was könnte man noch machen? Wir wollen natürlich unser Sprachpaket. So, da haben wir unsere zwei wichtigen dabei. Ja, Zeitzone können wir noch hier festlegen, also mit Slash, ne, können wir hier suchen. Nehmen wir Berlin, perfekt. Haben wir noch die Zeitsynchronisation, ja, können wir auch einstellen. Und das war es tatsächlich schon, ne? Es wirkt vielleicht im ersten Moment ein bisschen überladen, aber am Ende wählen wir eigentlich nur die Sprache aus, legen die Sprache unseres Systems fest, legen hier die Region fest, wo unsere Updates herkommen. Dann müssen wir noch unser Laufwerk konfigurieren. Das wird ja vorgegeben, vor allem wenn man eine ganze Festplatte nimmt, ist das ganz einfach. Wir haben hier noch einige Punkte wie unsere Swap-Partition. Und das meiste hier müssen wir ja gar nicht ändern, ne? Das bleibt so, wie es ist. Hier legen wir eigentlich nur noch unser Passwort und unseren Nutzer fest. Und bei Profil wählen wir eben aus, ob wir jetzt einen Desktop haben wollen, welchen Desktop oder ob wir alles andere manuell haben wollen. Und ansonsten, ja, alles selbsterklärend, finde ich. Müssen wir eigentlich nur auf Installieren klicken. Ja, dann klicken wir hier auf Fortfahren. Und dann gibt es hier nochmal die Warnung, ne? Da läuft ein Timer, könnte man noch schnell mit STRG C abbrechen, wenn man dann realisierte, oh, man hat aus Versehen hier vielleicht doch die falsche Festplatte ausgewählt oder so, ne? Ansonsten läuft es jetzt einmal durch. Und wenn es durchgelaufen ist, sehen wir hier einmal den Hinweis, wie lange das Ganze gedauert hat. Das waren jetzt in dem Fall 8 Minuten. Ich habe das mal rausgeschnitten hier, dank modernster Schnitttechniken. Und jetzt steht uns hier zur Wahl, den Arch Installer zu verlassen. Dann wären wir weiter in dem Live Linux oder wir können einfach unser System neu starten. Dann sind wir direkt drin in unserer eigenen Arch Linux Installation oder wir können hier eben noch einige Schritte vor dem Booten schon mal in dem neuen System einstellen. Ich würde sagen, wir rebooten das einmal an der Stelle. So, und dann sind wir auch schon hier in unserem eigens installierten Arch Linux mit KDE Plasma. Wir werden hier von unserem Anmeldebildschirm begrüßt, wenn wir uns einmal einloggen hier. Dann haben wir auch schon unseren eigenen Desktop dabei. Na, wichtige Sache, standardmäßig wird nämlich keine Konsole installiert. Wer sich jetzt natürlich wundert, ja, wie kann ich jetzt schnell noch eine Konsole hinterher installieren? Das würde gehen, indem wir auf unserem System Steuerung Alt und dann F1 bis F3 zum Beispiel drücken. Das kann ich hier einmal weitergeben. Ich drücke jetzt mal F3. Dann kommen wir hier nämlich in so eine virtuelle Konsole und dann könnte ich mich einmal einloggen. Jetzt könnte ich einfach mit sudo pacman, ne, -sy und dann einfach Konsole. Könnte ich mir zum Beispiel die von KDE hinterher installieren. Und jetzt kann ich nochmal wechseln mit hier Steuerung Alt F2. Und jetzt finde ich nämlich hier tatsächlich die Konsole. Ja, falls das nämlich noch gefehlt haben sollte auf dem System. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war soweit hilfreich. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von Arch Linux haltet. Ich bin, wie gesagt, ein großer Fan davon, es durchaus lernwilligen Einsteigern zu zeigen, weil man eben auch sehr viel über den Aufbau von Linux-Systemen dabei lernen kann. Und ich finde, basteln kann doch sehr motivierend sein, dauerhaft bei seinem Linux-Wechsel, auch bei Linux zu bleiben. Einfach, weil man sein ganzes System so individuell einstellen kann, wie es eben mit Windows nicht möglich ist. Nun gut, dann
freue ich mich natürlich über ein Like, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Ciao, ciao.